Stell dir ein Kind vor, das ausgelacht wird, weil es in der Schule keine Markenklamotten trägt, weil das Kind nicht cool genug ist, weil es irgendwie anders ist. Das ist die Strategie 1, die älteste, die gröbste. Lachen, spotten, zuschlagen, laut sein, irgendwie direkt verletzen, klein machen, herabsetzen, kränken, ohne nachzudenken. Doch irgendwann lernt der Mensch oder lernen die meisten Menschen, dass das nicht mehr sehr gut ankommt. Bei den anderen, in der Gruppe. Also wird der Mensch klüger und er steigt auf in die Strategie Nummer 2. Er benutzt die Sprache, er benutzt Intelligenz, er benutzt keine Fäuste mehr, keine offene Gewalt mehr, keine Wut mehr, nur Diskussion, nur Argumente. Doch in Wahrheit bleibt das Ziel immer dasselbe, sich nicht schämen zu müssen, Anerkennung behalten, Recht behalten, Sieg behalten, Macht erhalten, gut und nicht schlecht auszusehen. Wenn auch das nicht mehr funktioniert, dann kommt die Strategie Nummer 3. Feiner, sanfter, noch viel ruhiger, sehr viel tiefer. Jetzt wird Gewalt in ein schönes Kleid verpackt, hinter einer Fassade oder hinter einem netten Gesicht. In Ironie, in Zynismus, in scheinbarer Ruhe, Ausgeglichenheit, in kluger Argumentation, auch in Kommentaren, immer wieder in einem Lächeln. Ein Lächeln, das ausdrückt oder sagt: Ich bin ruhig, ich bin lieb, ich bin mehr, ich bin weiter und gleichzeitig so etwas meint wie: Du bist dumm, du bist lächerlich, du bist unter mir, du bist nicht so klug wie ich, du hast kein Recht. Und auch das ist bereits emotionale Gewalt, hochentwickelt, unsichtbar, gesellschaftsfähig. Und die meisten, die so handeln, halten sich für friedlich, für überlegt, für gut, für reflektiert. Aber dennoch haben sie so nichts gelöst und können so niemals etwas lösen. Denn so treiben sie nur weiter an. Sie haben nur gelernt, ihren Dominanzwillen besser zu tarnen. Und genau hier zwischen Strategie 2 und 3 laufen 90% aller Diskussionen, aller Meinungsstreitigkeiten, aller Machtspiele. Egal ob in der Schule, im Job, in der Beziehung, in Talkshows oder in Kommentaren. Jeder kämpft bzw. bekämpft und immer mit Freundlichkeit. Deshalb hält sich niemand für böse. Schließlich machen es auch alle und es ist Normalität. Aber niemand merkt mehr und immer weniger, was wirklich getan wird und was man selbst immer weiter trägt. Doch während alle glauben, sie wären schon auf dem Gipfel ihres Denkens, nutzt jemand anderes längst die Strategie Nummer 4. Was die Strategie Nummer 4 ist, das kannst du aber nicht verstehen. Wenn du nicht einmal erkennst, in welcher Strategie du dich gerade selbst bewegst. Wenn du selber nicht einmal wahrnimmst, was du bisher getan hast und noch weiter tun willst. Wie ist es jetzt? Willst du mehr über die Strategie 4 wissen? Willst du deine Strategie oder deine Strategien verstehen? Um zu verstehen, was du täglich selbst machst, dann fang an, dich selbst ehrlich zu beobachten. Deine Gruppe, dein Lächeln, dich selbst. Und frag dich selbst, was ist mein wahres Motiv? Kein einfaches Auslachen mehr, schon gar keine rohe Gewalt. Aber stattdessen geht es weiter mit einer intelligenten Sprache, mit freundlichen Argumenten, inklusive einer sanft verpackten Herabsetzung, mit einem Lächeln. Aber auch das ist Gewalt, nur eben feiner, intellektueller. Was viele bei sich selbst nicht sehen, während sie sich selbst für klug liebhalten, werden sie gleichzeitig schon längst selbst manipuliert. Von der nächsten, übergeordneten neuen Strategie, von der unbekannten Strategie, von der Strategie Nummer 4. Denn wer selbst in der Strategie 1 bis 3 steckt, in der feinen, offenen Ablehnung anderer, in der Ausführung der gerechtfertigten emotionalen Gewalt, bemerkt natürlich nicht, was er oder sie selbst täglich tut. Und weil das, was man somit selbst tut, völlig unbewusst ist und unbewusst bleibt, kann somit logischerweise die übergeordnete Strategie Nummer 4 noch weniger bzw. gar nicht wahrgenommen werden. Weil natürlich die Strategie erst einmal das Bewusstsein benötigt, sich selbst und die Strategie 1 bis 3 wirklich erkannt und verstanden zu haben. Und genau das ist das Problem, warum nur sehr wenige Menschen die wirkliche Wahrheit sehen können, das wirkliche System, die wirkliche Manipulation, die wirkliche Spaltung, Hetze, das wirklich Böse. Und weil sie es nicht sehen können, weil dieses Sehen viel zu schwierig, zu schwer ist, wird überhaupt erst das Verstehen wollen sofort abgebrochen. Es wird sofort nicht mehr zugehört. Und wenn dann irgendwelche Menschen irgendwann im Laufe ihrer Entwicklung dazu fähig werden, weil sie ihre Strategie 3 so weit ausgeschöpft haben, dass ihnen ihre eigene Strategie bewusst wurde, dann bemerken diese Menschen aus der Strategie 3 nicht, dass sie selbst schleichend in die Strategie 4 rutschen und selbst Teil des zutiefst bösen Systems werden, des Bösen, in fester Überzeugung, das einzig Richtige, Gute und Notwendige zu tun. Und das wird dann getan, natürlich weiterhin mit einem besonders netten Lächeln und mit den liebsten Worten, mit denen man Strategie 4 in ein noch schöneres Kleid verpacken kann. So wie heute die heutigen Ideologen, Manipulatoren und Täter, vor allem aus Medien und Politik. Die Hochkultur des Bösen ist heutige Realität und es ist die logische Schlussfolgerung und Konsequenz von Strategie 1 bis 3, in der bereits die Wahrheit nicht erkannt und verstanden werden konnte.
Und diese vierte Strategie ist das eigentliche Problem. Sie steuert nicht mehr dich als Individuum, sondern die Gesellschaft und das Land, die ganze Welt im Ganzen. Und sie beschäftigt dich jeden Tag. Sie hält dich im Stress und sie ängstigt dich auch. Sie unterhält dich, sie entertaint dich, sie hält dich im Lächeln, während sie dich immer weiter hetzt und du glaubst dabei noch frei zu sein. Die Wahrheit ist, du wirst von diesem System bzw. von den Manipulatoren, Ideologen und Täter aus vor allem Medien und Politik nicht nur belogen. Dir wurde dein Denken systematisch geformt, seit deiner Kindheit, sodass du diese Formung selbst übernommen hast und jetzt weitergibst. Völlig unbewusst, weil es deine Normalität ist. Und auch das verstehen auch heute noch nicht einmal die sogenannten Verschwörungstheoretiker oder Wahrheitssucher. Denn es geht so gut wie niemand mehr wirklich um die Wahrheit. Auch dir nicht. Denn es geht nur um eins, das eigene Bild von der eigenen Wahrheit aufrechtzuerhalten. Das, was du für deine Wahrheit hältst, dein eigenes Recht, deinen eigenen Stolz, dein eigenes Lächeln. Wir alle kämpfen nicht gegen das Böse. Wir alle kämpfen gegen das, was den Eindruck oder das Bild unserer Wahrheit bedroht. Es ist das Gute, das sich für besser hält. Und deshalb ändert sich auch nichts. Deshalb stehen wir da, wo wir stehen, aktuell sogar am Rand eines möglichen Dritten Weltkriegs. Denn die Strategie Nummer 4 wurde von einer kleinen Minderheit seit Generationen, vor allem aus den Medien, der Politik und der Wirtschaft, bis zum heutigen Tag perfektioniert. Die Medien und die Politik verdrehen die Wahrheit. Sie spielen mit Informationen, mit den Wählern, mit dem ganzen Volk. Früher hat es kaum jemanden interessiert, heute spüren es fast alle. Aber selbst du, ja auch du, hast keine Vorstellung davon, was in diesem System wirklich passiert. Es geht nicht nur um Propaganda, nicht nur um Spaltung, nicht nur darum, dass gute Menschen verdrängt und ersetzt wurden. Es geht um etwas wesentlich Feineres, um etwas ganz viel Tieferes, um eine Wahrheit, die die Masse nicht sehen kann und nicht sehen will. Denn jeder glaubt in irgendeiner Form, er habe die Wahrheit längst erkannt. Jeder und jede fühlt sich bestätigt durch das Unrecht und die Dummheit der anderen. So hören die Differenzen, der Streit oder die Reibung niemals auf. So verfestigt sich jede Position in allen Lagern, auf allen Seiten, in allen Gruppen, zwischen allen Stereotypen. Und so bleiben wir alle in unserer eigenen Echokammer, während da draußen längst etwas sehr viel Größeres auf uns alle wirkt. Was da auf uns wirkt, ist ein tiefenpsychologisch aufgebautes System. Eine ideologische Struktur, die sich durch die typische Machtlogik über Generationen hinweg perfektioniert hat. Ein System, das man mit gutem Grund und völlig klar als Hochkultur des Bösen bezeichnen kann. Auch du willst dich nur schützen vor dem, was dir bereits passiert ist. Vor deinem Schmerz, vor der Überheblichkeit, Ignoranz und Arroganz der anderen und vor dem Auslachen der anderen. Vor dem Scham, vor dem sich schämen. Deshalb wolltest und musstest auch du immer stärker werden, um zu jemanden oder um dazuzugehören, um nicht anzuecken. Und das, was du jetzt erreicht hast, das, wo du jetzt bist, das willst du dir von keinem mehr nehmen lassen. Und schon wehrt sich oder beschützt sich der Verstand des Menschen. Und das nicht bewusst und auch nicht aus Bosheit. Du bist weiterhin gefangen in der Strategie 1 bis 3, nämlich darin, dass du dich nicht täuschen lassen hast. Und das liegt nur daran, dass dir nicht klar sein kann, was dir nicht klar ist. Und damit es dir nicht klar wird, möchte dir genau das nicht klar werden. Und genau das wollen und tun alle. Hast du Strategie 1 bis 3 wirklich verstanden und wirklich reflektiert? Kennst du die 4. Strategie? Verstehst du, was mit dir, mit uns, mit der ganzen Welt wirklich geschieht? Denk selbst noch einmal darüber nach. Um einen Sinn darin zu sehen, ist der erste Schritt der allerschwerste. Und der erste Schritt ist das allergrößte Problem. Denn du oder der Mensch muss sein festes Muster durchbrechen. Oder der Mensch muss vollkommen neu zuhören wollen. Denn auch du wirst benutzt. Nämlich zum Beispiel dafür und damit, dass du streitest. Denn die wirklichen Manipulatoren, Ideologen und Täter, die wollen keinen Frieden. Sie wollen keine Gerechtigkeit. Sie wollen nichts weiter als ihre eigene Wahrheit behalten. Und dafür brauchen sie Strategie Nummer 4. Du sollst streiten. Wenn du wirklich verstehen willst, garantiere ich dir, du kannst die Strategie Nummer 4 bzw. deinen Willen zum Verstehen in 1,5 Stunden erreichen. 1,5 Stunden im Verhältnis zum Rest deines Lebens. Das relativiert wohl diese 1,5 Stunden sehr. Und wenn das dir immer noch zu lang ist, kannst du die wirkliche Wahrheit über das System, die Manipulatoren, Ideologen und Täter auch erst einmal in 20 Minuten verstehen.